Nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, auf Menschen mit Migrationshintergrund müsste Mann schießen. Mann schießt, Tor, 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 Tor! Ah, die Aufstellung. Mesut Özil, İlkay Erdogan, Rüdiger. Na, wenigstens der Name stimmt schon mal. Die Spieler machen sich bereit vor diesem Klassiker. Nahe Osten gegen Afrika, auch bekannt als Deutschland gegen Frankreich. Aber wir schauen uns erstmal unseren Topspieler an. Meine Damen und Herren, er hat eine Traumstatistik. In den letzten 100 Spielen erzielte er 163 Tore und gab 170 Vorlagen. Also eine solide Leistung seit Jahren. Dieser Junge ist pures Gold wert. Aber im letzten Spiel war er am Gegentor beteiligt, also schauen wir uns mal an, was das Internet dazu sagt. Ja! Genau! Stimmt! Na, die könnten von mir sein. Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsmoment des heutigen Abends. Das gesamte Stadion erhebt sich in stillem Gedenken. Das schwarz-rot-weiße, goldene Fahnenmeer erstrahlt. Der Wind küsst die Eichenblätter. Kirchenglocken läuten in der Ferne. Schäferhunde machen andächtig Männchen und heben ihre Pfote. Wenn Sie nur sehen könnten, was ich hier sehe. Entschuldigung, eine Person fehlt. Machen Sie sich bereit für pure Gänsehaut mit Wagners Walkürenritt, der deutschen Nationalhymne. Wunderbar, wunderbar, ein Prachtstück eines deutschen Nationalspielers. Groß, stark, ein rassiger Stürmer unserer Nation. Er ist für mich jetzt schon der Spieler des Spiels. Er singt nicht mit. Er singt nicht mit? Er soll ja gesagt haben, dass sich als Deutscher fühlt. Also, wenn er hier schon frei rumlaufen darf, dann kann man ja wenigstens erwarten, dass er die deutsche Nationalhymne mitsingt. Mal gucken, wie sich das auf sein Spielverhalten auswirkt. Und das Spiel beginnt. Heute müssen sie sich besonders anstrengen, denn die gegnerische Abwehrkette ist wie die europäischen Außengrenzen. Da müssen sie schon ihr Leben riskieren, um da durchzukommen. Und auf ihn müssen die Gegner heute besonders aufpassen, denn seine Schnelligkeit ist nicht zu übertreffen. Er ist schwarz. Und da kommt der Pass auf die linke Seite. Flanke auf die rechte. Er hat einfach nicht mitgesungen. Er sollte sich mal integrieren und gehalten. Jetzt dribbelt er durch die Abwehr rein, lässt einen aussteigen, den zweiten. In seinem Land werden Menschen gefoltert und abgewehrt. Und er spielt immer noch für Deutschland. Es ist eine Schande. Oh, er macht das Tor. Ich hab's doch schon immer gesagt. Man kann ihn einfach nur lieben. Oh, und da bekommt die gegnerische Mannschaft einen Freistoß. Vor der deutschen Mauer wird wieder scharf geschossen. Also von ihm hat man heute noch gar nichts gesehen. Es ist ja schön, dass er das entscheidende Tor im letzten Spiel gemacht hat, aber noch schöner wäre es gewesen, wenn es ein Deutscher gemacht hätte. Mann, spielen die Scheiße. Der Trainer geht zurecht auf die Barrikaden. Da muss er doch überkreuzen. Stattdessen laufen alle im Halbmond. Also wenn ich Bundestrainer wäre, dann nicht nur alle raus aus dem Kader, sondern auch aus Deutschland. Nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, auf Menschen mit Migrationshintergrund müsste Mann schießen. Mann schießt, Tor, 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 Tor! Oh, und der Stürmer, der ist brandgefährlich und das weiß der Verteidiger und deswegen nimmt er ihn in die aggressive Manndeckung. Also, dass er da so nah rangeht, den würde ich nicht gerne als Nachbarn haben. Und da wird er abgeschoben, ausgewechselt. Schön wär's. Und Freistoß für die Deutschen. Der Gegner stellt die Mauer. Und da erkennt er ein Schlupfloch in der Mauer. Er schleust sich durch und Tor! Wer hätte gedacht, dass das mal was Positives für die Deutschen sein kann? Und da hat er den Ball. Keiner kann ihn aufhalten. Er überrennt die komplette Abwehr. Er stürmt aufs Tor zu, als könnte er das Ufer von Lampedusa sehen. Und Tor! Er trifft! Unglaublich, wie besessen und akribisch die sein können. Da will man ja gleich mitmachen. Ne? Richtig animierend, ne? so erfrischend, exotisch. Irgendwie bin ich ja auch für den Afrikaner. Der tanzt immer so schön. Und da versucht er durch die Abwehr durchzubrechen. Oh, da ist kein Durchkommen. Da muss er zurückrudern. Übers Mittelmeer. Nach Hause. Damit Deutschland wieder gewinnt. Ja komm, ja schneller. Ja, Na du, warum macht denn da niemand mit? Da muss ich wohl mal wieder nach Italien fahren. Da wissen die wenigstens noch, wie man richtig einheizt. Eine Banane, verstehen Sie? Das Publikum zeichnet hier eine wunderbare Analogie zwischen schwarzen Menschen und Affen. Immer noch eine schöne Tradition in Fußballstadien. Und da kommt auch schon unser Prachtexemplar, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Was? Wer hat denn eine Banane aufs Spielfeld geworfen? Sowas kann und darf nicht sein, nicht hier in Deutschland. Warum regt er sich denn da so auf? Richtig so, rote Karte. Hätte er nicht auf dem Platz gestanden, dann wäre das gar nicht erst passiert. Er regt sich immer noch auf, man glaubt es kaum. Er wird immer noch von den Fans erniedrigt. Warum ignoriert er sie nicht einfach? Und er pfeift ab, meine Damen und Herren, das Spiel ist aus. Ich gebe nun ab zur Polit-Talk-Runde, in der wir uns der wichtigsten Frage der Menschheitsgeschichte annehmen werden. Migrationshintergrund und Nationalelf. Wie geht das? Und da kommt ein Pass von der linken Seite, auf die rechte Seite, zurück in die Mitte. Hier kann man ein Abo für die Datteltäter dalassen. Über rechts außen geht's zum letzten Rassismus-Ehrlich-Video. Dann geht der Pass nach links zu Valulis Fußballhölle und